Wir waren letztens in Mistroj oder auch auf Polnisch Międzyzdroje und haben einiges an Videomaterial mitgebracht. Wir werden uns auch gleich gemeinsam das ganze Video anschauen, ja, und ich werde auch mal zu den Bildern hin und wieder mal einen Kommentar abgeben. Am Ende des ganzen Videos werde ich auch noch mal ein Resümee abgeben, um zu sagen, was mir vielleicht gefallen hat oder auch weniger gefallen hat. Also schau dir gerne das Video bis zum Ende an und jetzt nach dem Intro geht's gleich los. Ja, an dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lässt. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. So, wir sind jetzt hier gerade auf der Promenada Gwiazd oder auf Deutsch Sternpromenade. Ja, hier spielt sich auch eigentlich so das meiste ab. Das ist hier so das größte Zentrum hier in Międzyzdroje. Ja, ist auf jeden Fall immer was los und ja, man sieht das auch jetzt hier gerade. Es sind viele Leute unterwegs, ist auch gerade Saison und ja, da hat mir jemand zugewunken. Wenn du das Video siehst, melde dich bei mir, beim nächsten Mal gebe ich dir einen aus. Hier gerade auch auf der rechten Seite, wo wir hier diese orangenen Fische sehen, das ist das Ozeanarium. Ich selber war da nicht drin. Der Eintritt soll, glaube ich, um die 55 Zloty kosten für Erwachsene. Ungefähr 12 Euro. Für Kinder sind es, glaube ich, 45 Zloty, vielleicht so um die 10 Euro ungefähr. Ja. Auch hier sehr schön solche Sitzbänke, die sind hier überall an der Promenade so verteilt, eigentlich auch sehr schön. Ja, hier dann nochmal so eine Komplettaufnahme. Sieht man auch für Kinder hier Ballons und so Figuren, die sich da verkleidet haben. Wir stehen jetzt hier quasi an der Molo und hier, wo jetzt dieses Restaurant Octopus ist, dahinter ist sowas wie so ein kleines Einkaufszentrum, auch wo man halt so diese typischen Strandklamotten kaufen kann. Ich bin da nur einmal ganz kurz durchgelaufen, aber ja, vielleicht für die eine oder andere Frau, die wird da mit Sicherheit etwas finden. Was ich hier auch gerade jetzt in diesem Moment schön finde, hier, wenn wir jetzt mal zur linken Seite gleich schon, also gleich gibt es da eine Aufnahme auch noch von der linken Seite. Das ist sowas wie so ein kleiner Garten, wo man auch so drinnen spazieren gehen kann. Und da sind auch so Sitzbänke, wo man sich dann auch hinsetzen kann. Ist sehr schön und sehr, sehr angenehm. So, da haben wir den Garten auch nochmal. Gleich kommt nochmal eine etwas bessere Aufnahme. Sehr schön, gefällt mir sehr. Hier haben wir jetzt so den Garten. Hier sehen wir auch die Sitzbänke vorne, auch weiter im Hintergrund. Und ja, da war eine Möwe, da waren wir gerade im Restaurant Kea, hieß das, glaube ich. Und da ist uns eine Möwe auf dem Dach geflogen und wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass sie uns auf den Teller fliegt und uns unser Essen mitnimmt. Ja, hier sind wir auch auf der Promenade. Oh, was ich auch noch sagen möchte, hier gerade an dieser Stelle an der Promenade, seid bitte ganz, ganz, ganz vorsichtig. Hier sind öfters mal diese Hütchenspieler. Ich meine, jeder soll machen, was er will, aber versucht da nicht irgendwelche Aufnahmen zu machen, die können da ganz wild danach werden. Und wenn ihr das spielen wollt, ihr verliert zu 100% euer Geld. Also jeder soll machen, was er will, aber ich rate euch davon ab, mal die Finger davon zu lassen. Ja, hier haben wir auch das Restaurant Kea, wo wir auch gerade die Möwe gesehen haben. Schön. Auch sehr gutes Essen, kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Preise auch einigermaßen in Ordnung. Hier haben wir jetzt auch sowas wie so einen kleinen Mini-Park. Das ist im Prinzip, je nachdem von welcher Seite man auf der Promenade ist, auf der linken und beziehungsweise auf der linken oder rechten Seite der Promenade. Vielleicht, ich glaube, hier kommt gleich noch eine andere Aufnahme. Auch mit Spielplatz, schön. Also ich bin jetzt oben quasi in diesem Garten, sage ich mal, oder in diesem kleinen Park und man sieht jetzt auch quasi jetzt im Prinzip geradeaus hat man die Promenade. Man sieht auch hinten die Menschenmenge da rumlaufen und hinter mir haben wir schon das Meer mit dem Strand. Also das ist auch, also zum Erholen sehr, sehr schön. Abends würde ich da vielleicht nicht gerade lang gehen.
Mücken ohne Ende. Das ist nicht so angenehm. Ja, jetzt sind wir hier auf der Alea Gwiazd. Wenn wir hier unten auf dem Boden sehen, da haben wir so diese Handabdrücke. Da haben sich, also das sind Handabdrücke von polnischen Prominenten, von den ein oder anderen polnischen Prominenten. Die haben sich da einfach mal verewigt. Am Anfang dieser Alea Gwiazd haben wir auch ein Billboard, sowas in der Art. Da kann man auch sehen, welche Prominente sich da verewigt haben. Ja, und jetzt gehen wir auch schon Richtung Strand. Ja. Also das ist wirklich, muss man sagen, Entschuldigung, ich muss sagen, das ist wirklich sehr schön, dass man die Promenade hat. Dann hat man sowas wie so einen kleinen Park, wie wir das gerade gesehen haben. Und dann hat man hier schon den Strand mit Meer, alles sehr schön. Da war es auch, glaube ich, schon ein bisschen später. Also man sieht das auch, glaube ich, die Sonne geht hier schon unter. Deswegen der Strand ist relativ leer. Ja, da haben wir auch die Mollo. Sollte eigentlich jedem auch bekannt sein. Sehen wir auch gleich noch. Sehr schön. Ja, einfach nur traumhaft. Aber da kriegt man sofort irgendwie wieder Heimweh. Ne? Ja, und so sieht es auch Nachmittag aus, ne, am Strand. Und wir sehen jetzt hier so diese ganzen, wie sagt man das, Parawane. Parawane, genau, Parawane sind das. Also das ist man kann das so vorstellen, das ist in Polen genauso beliebt, wie der Deutsche auf Mallorca um 6 Uhr morgens schon sein Handtuch auf die Liege schmeißt. Ne? Also, ein kleiner Scherz nebenbei, aber es ist wirklich so. Ah. Und wer behauptet, die Ostsee ist kalt, der ist vielleicht einfach nur zu schwach. Ich war im Wasser. Das ist eine Aufnahme von der Mollo jetzt. Also oben war ich auf der Mollo und habe dann den Strand gefilmt. Geht eigentlich, ist gar nicht so voll, ne? Mhm. Schön. Hier haben wir sowas wie so einen kleinen Fischerhafen, sage ich mal. Also Jensestreu hat nicht so diese typischen Häfen, so wie es vielleicht andere große Orte haben. Hier haben wir einfach nur so einen kleinen Fischerhafen. Die Schiffe, die fahren morgens raus, so wie ich das zumindest gehört habe. Also ich habe es nicht selber gesehen, nur gehört. Die fahren dann raus, fischen und dann parken die hier quasi, ja, docken die hier wieder an. Und hier haben wir dann auch Restaurants. Der Wald im Hintergrund, das ist schon genau, hier haben wir den Wolinski Nationalpark. Ne, also auch sehr zu empfehlen, sehr schön. Man sieht das, hier haben wir den Nationalpark und der ist direkt am Strand. Sehr schön. Ah, einfach nur traumhaft. Da hat man wieder echt Lust hinzufahren. Ja, wirklich genial. Kostet auch keinen Eintritt, also man kann da ganz normal durchgehen, ohne Probleme. Traumhafte Natur, wirklich. Ja. Ja, und vielleicht kennt das auch der ein oder andere, das ist der Kaffeeberg. Vielleicht war da auch der ein oder andere. Zu der Zeit, wo ich da jetzt gerade war, in dem Moment, sieht man da waren hier so, der Eingang war einfach versperrt mit Holzbalken. Ja, trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, nach oben zu gehen. Ich bin dann einfach von der anderen Seite gegangen. Hier haben wir auch nochmal quasi den Eingang zum Kaffeeberg. Ist im Prinzip am Ende der Promenade auf der rechten Seite haben wir dann diesen Eingang. Ne, und dann kann man dann da hochgehen und ja, dann sehen wir jetzt gleich genau die gleiche Stelle, halt nur von oben. Ne? Ist auch kein weiter Weg, also jeder, der einigermaßen fit ist, kommt da hoch. Das sind, weiß ich nicht, das ist vielleicht 10 Minuten Fußweg nach oben. Das ist auch nicht irgendwie steil oder kompliziert. Ja. Schön.
Im Nationalpark gibt es auch, also auf der anderen Seite vom Nationalpark ist auch ein Gehege, wo Wiesentiere sind und Wildschweine und so weiter und so fort. Also wer darauf Bock hat, kann da auch reingehen. Hier sind wir gerade auf der Mollo und die Mollo, die ist echt groß und wie wir auch sehen, gibt es hier alles. Also hier haben wir eine kleine Spielhalle, hier gibt es wirklich, sogar in Żabka gibt es dort Cafés, Restaurants, Spielautomaten. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Sachen, die man sehen kann. Also das ist jetzt noch nicht auf der Mollo, also das ist quasi der Eingang zu der Mollo. Ja, und wer auf Diät ist, ist hier vielleicht in dem Moment an der falschen Adresse. Aber wirklich, ey, das sieht wirklich so wahnsinnig lecker aus. Ist ein bisschen teuer, also hier kostet ein Stück, weiß nicht, habe ich mir sagen lassen von meiner Mutter, die da war, ein Stück Apfelkuchen, irgendwie 30 Sorte, was schon sehr happig ist. Aber ja, wenn man im Urlaub ist, dann kann man sich das auch mal gönnen. Ne? Ja genau, jetzt sind wir auf der Mollo drauf. Und wie wir das jetzt hier auch gleich sehen werden, auf der Mollo haben wir, wenn man an der Mollo entlang geht, hat man so quasi in der Mitte, so wie es auch jetzt hier zu sehen ist auf der linken Seite, auch so kleine Cafés, Restaurants, wo man sich auch hinsetzen kann und die Aussicht genießen kann. Nicht ganz zu empfehlen, wenn es gerade windig ist. Glaubt mir, es ist nicht so angenehm, wenn dann einem der Wind durch die Ohren bläst, aber ansonsten wirklich sehr schön, sehr schöne Atmosphäre. Ja. Ja, hier kommt, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen Originalmusik. Also wer das Tanzbein schwingen möchte, kann das hier auch machen. Ja, wirklich schön, ja. Harmonievolle Atmosphäre, ne? Also ich mag sowas, wirklich. Ja, schön. Ja, wir sehen auch jetzt hier im Hintergrund, ich weiß nicht, das ist glaube ich das Wikingerschiff. Ja, genau, Wikingerschiff. Ich glaube, das Wikingerschiff kostet, wenn ich mich nicht irre, 35 oder 45 Euro eine Fahrt. Ich glaube 35 Euro eine Fahrt. Oder waren es doch 45 und für Kinder 35? Weiß ich jetzt nicht. Aber auch schön. Ich war letztes Jahr in Swinemünde und da habe ich dann so eine Schiffsfahrt gemacht. Habe ich dieses Jahr hier in Międzyzdroje nicht gemacht. Also jetzt sind wir auch am Ende der Mollo. Auch super Ausblick. Ich habe auch übrigens ein Video zum Thema Mollo gemacht, in Międzyzdroje, ein komplettes Video, wo ich die ganze Mollo lang gehe. Müsst ihr jetzt hier oben irgendwo aufblinken, packe ich auch nochmal in der Videobeschreibung, könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Ja. Die Mollo ist übrigens fast 400 Meter lang, also echt wahnsinnig lang. Sehr schön. Ja, hier da auch nochmal die Mollo vom Strand aus. Ja, schön. Ja, do zobaczenia w Międzyzdrojach. Ja. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Könnt mir auch auf Instagram folgen. Würde mich auch auf jeden Fall freuen. Hin und wieder schmeiße ich da auch mal was rein. Ja, und wie versprochen gibt es jetzt auch noch ein kleines Feedback zum Urlaubsort Międzyzdroje. Dann fangen wir vielleicht auch mal direkt erstmal so an. Ich war dort für 7 Tage oder beziehungsweise für 7 Nächte im Belmar Resort. Ich muss aber dazu sagen, ich habe nicht direkt bei Belmar gebucht, sondern über eine Privatperson auf Airbnb, die ein Apartment im Belmar Resort hatte. Der Unterschied wird dabei mit großer Wahrscheinlichkeit sein, dass ich nicht die ganzen Konditionen hatte wie im Belmar Resort. Also ich weiß jetzt nicht, was für Konditionen es im Belmar Resort selber gibt. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel kein Bändchen, dass ich da irgendwie in den Wasserpark gehen konnte oder irgendwie sowas. Aber zum Belmar Resort bzw. zum Apartment, wo ich war, wird es auch noch ein Video geben. Da könnt ihr euch zumindest angucken, wie die Apartments aufgebaut sind. Ich konnte auch vom Balkon aus direkt ins Resort reinschauen. Ja, dann werdet ihr das auf jeden Fall sehen, wird jetzt die Tage auch auf jeden Fall rauskommen. Ich war das erste Mal, beziehungsweise wir waren das erste Mal jetzt in Międzyzdroje und wir sind da hingefahren. Aus dem Grund, weil wir halt von sehr vielen Bekannten gehört haben, also auch von deutschen sowie polnischen Bekannten, dass das mit einer oder wenn nicht sogar der schönste Ort ist an der Ostsee in Polen. Und
Ja, ich war erstmal dann leicht überrascht, wo ich dann dort angekommen bin, weil ihr müsst euch das mal so vorstellen, Mindestreue ist ich würde jetzt mal sagen, ein etwas kleinerer Ort, und wo wir dann da hingefahren sind mit dem Auto, also ihr müsst euch vorstellen, wir sehen dann das Schild Mindestreue, wir fahren da und ich bin im Auto und ich sehe links und rechts eigentlich nur Felder und Land, und irgendwie, ich sehe kein Meer, ich sehe kein Hotel, ich sehe irgendwie keine Touristen, gar nichts, und irgendwann hatte ich dann auf dem Navi stehen, 2 oder 3 Minuten bis zum Ziel, und ich war dann, muss ich sagen, etwas leicht erschrocken, weil ich mir dachte, wo werde ich jetzt meinen Urlaub verbringen? Also ich sehe kein Meer, ich sehe gar nichts, und ich bin in Międzyzdroje, naja, und ja, von wegen schönster Ort in ganz Polen oder an der polnischen Ostsee. Naja, egal. Dann sind wir dann auf jeden Fall dann näher gekommen, wir sind da eine Straße reingefahren, und dann hat man dann noch schon das ganze Geschehen gesehen. Und fangen wir vielleicht erstmal so an. Also das, was mir persönlich jetzt nicht so gefallen hat, dass das wirklich alles so auf einen Fleck gedrückt ist. Und wiederum für die Leute, die diesen typischen, ich sage jetzt mal, Touristenurlaub mögen, ist das optimal, weil die sind dort und die haben wirklich alles in der Nähe. Die haben Touristenattraktionen, die haben dort überall Cafés, Restaurants, den Strand, Promenade, das ist ja alles sofort nebeneinander. Dann hat man da kleine Parks. Das Ozeanarium gibt es dort, dann hat man dort halt diese typischen Straßenkünstler. Die Mollo ist dort ein Wachsmuseum, ein Mini-Zoo für Kinder. Auch für Kinder sind da auch Spielplätze, alles. Also wirklich, es ist schön, aber alles auf einen Fleck so, ich sag jetzt mal, gepresst. Und das ist so die Sache, die ich persönlich ein bisschen kritisieren würde. Also für mich ist das wirklich nichts. Also wenn ich da jetzt noch länger Urlaub verbringen würde, dann müsste ich irgendwann Urlaub vom Urlaub nehmen. Ja, also es ist schön dort, aber ich mag auch nicht, wenn das einfach alles zu eng einfach ist. Ja, also da habe ich es dann schon, wenn es etwas lockerer alles ist, die ganze Atmosphäre ein bisschen lockerer. Und ich muss wirklich sagen, ich war schon an sehr, sehr vielen Orten in Polen an der Ostsee. Also ich war von Świnoujście bis oben Hell, also hier oben an der ganzen Seite war ich schon an sehr, sehr vielen Orten. Ich war schon etwas weiter unten, dann noch in Danzig. Die einzige Stelle, wo ich jetzt noch nicht persönlich wirklich war, das ist hier so unten die Stelle Krynica Morska, und ja, wenn man Richtung Russland bzw. Kaliningrad geht. Da war ich noch nicht, aber das wird jetzt auch noch in Zukunft, werde ich das auch noch besuchen. Aber ansonsten war ich überall oder fast an sehr, sehr vielen Orten oben an der Ostsee. Und ich würde jetzt nicht bestätigen, dass das wirklich einer der schönsten Orte ist an der Ostsee. Es ist schön, aber naja, meiner Meinung nach ein bisschen leicht überbewertet. Aber wie gesagt, für Leute, die wirklich diesen typischen Tourismus mögen, ist das wirklich optimal, weil die wirklich alles an einer Stelle haben. Die müssen sich nicht viel bewegen. Die können quasi vom Hotel oder von ihrem Apartment rausgehen, haben vielleicht 2 Minuten bis zur Promenade und eine weitere Minute bis zum Strand. Der Strand ist auch wirklich verdammt lang. Also das muss man auch schon sagen, das ist schön auf jeden Fall. Irgendwo wird man auch einen Platz finden. Da gibt es auch einen Hundestrand. Man hat auch sehr schöne Spazierwege, gibt es auch. Also das muss man dann schon sagen. Das ist schon schön. Ja, aber ansonsten, ja, ich würde jetzt auch nochmal sagen, dass ich in den nächsten 2, 3 Jahren dort jetzt vielleicht nicht nochmal Urlaub machen würde. Ich würde vielleicht ein bisschen warten, bis sich da vielleicht etwas ändert. Andere Orte würde ich vielleicht jetzt nochmal bevorzugen. Aber Międzyzdroje werde ich in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal besuchen, aber vielleicht jetzt nicht sofort im nächsten Jahr. Was ich auch nochmal sagen muss, wie ich schon gerade erwähnt habe, war ich schon an sehr, sehr vielen Orten an der Ostsee in Polen. Aber die Mücken, ich habe sowas noch nie erlebt wie dort. Das ist echt schlimm. Also ich weiß nicht, ob es jedes Jahr dort ist, wie es davor war, aber das ist echt eine Katastrophe, was dort mit den Mücken ist. Also sobald die Sonne etwas leicht runtergeht, sobald es ein bisschen kühler wird, die Mücken, die kommen und die zerstechen einen wirklich. Das ist schon nicht mehr lustig, ohne Witz. Also wir standen da einmal 5 Minuten in diesem kleinen Park, was auch im Video zu sehen war, neben der Promenade, also zwischen Promenade und Strand, sage ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, in den 5 Minuten wurde man da sofort 15, 16, 17 Mal zerstochen. Also das ist wirklich nicht angenehm gewesen. Und sowas habe ich wirklich noch nirgendwo erlebt, außer in Międzyzdroje. Also ihr könnt mir das vielleicht auch mal in den Kommentaren hinterlassen, ob es vielleicht jetzt nur ein Zufall war oder ob sowas schon mal des Öfteren vorgekommen ist. Ja,
In diesem Sinne danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch mit meinen Kommentaren, die ich da immer zwischendurch gegeben habe. Ja, bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.